Hallo, mein Name ist Susanne Henning. In der Allgemeinen Studienberatung berate ich Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Der Campus ist riesig. Es gibt etwa 35.000 Studierende an der TU Berlin. Wie ihr euch vorstellen könnt, sind deswegen auch die Lebensumstände und Fragen sehr divers, die an uns herangetragen werden. Zum Beispiel brauchen einige TU-Studierende gewisse Anpassungen aufgrund der gesundheitlichen Beeinträchtigung. Diese wiederum kann sichtbar oder als auch unsichtbar sein. In den Hörsälen verbringen die Studierenden eine Menge Zeit. Auch dort kann es zu Problemen kommen. Zum Beispiel kann die Geräuschkulisse sehr intensiv sein oder das Licht viel zu grell und reizt die Sinne viel zu sehr. Auch kann es sein, dass der Zugang zum Hörsaal manchmal nicht barrierefrei ist. Wir versuchen in diesen Situationen mit euch Lösungen zu finden und einen Rahmen zu schaffen, damit ihr an den Lehrveranstaltungen teilnehmen könnt und zu den Prüfungen gehen könnt. Auch digital. Es gibt unterschiedliche Unterstützungsmöglichkeiten dafür. Zum Beispiel könnt ihr einen Nachteilsausgleich beantragen. Das ist zum Beispiel eine Schreibzeitverlängerung oder zusätzliche Pausen in einer Prüfung. Gilt natürlich auch in digitalen Prüfungen. Oder ihr müsst aufgrund einer langen Krankheitsphase ein Urlaubssemester einlegen. Auch das kann eine Lösung sein. Oder ihr braucht individuelle Unterstützung, zum Beispiel im Rahmen einer Studienassistenz oder technische Hilfsmittel. Das ist zum Beispiel für Studierende interessant, die Legasthenie haben, eine Hörbeeinträchtigung oder Depression. Am 16.11. machen wir eine Infoveranstaltung mit mehr Informationen dazu. Ich würde euch auch empfehlen, einmal in unseren Infotalk reinzuhören. Der heißt "In meinem Tempo studieren". Und an alle Studierenden, die schon ein bisschen länger an der TU am Start seid, wenn ihr irgendwelche Anliegen habt oder Fragen, zum Beispiel weil ihr Teammitglieder in einer Gruppenarbeit unterstützt oder unterstützen wollt und nicht richtig wisst, wie, oder da könnte irgendwas im Anmarsch sein, oder ihr Materialien habt, die ihr gerne barrierefrei gestalten wollt, meldet euch, auch euch unterstützen wir. Schreibt uns einfach eine E-Mail an barrierefrei@tu-berlin.de oder besucht unsere Sprechstunde der Allgemeinen Studienberatung. Und daneben gibt es natürlich auch viele Situationen für Studierende mit Kindern, die genauso viele Möglichkeiten haben, im Studium Anpassungen vorzunehmen. Welche Möglichkeiten und Angebote es gibt, wird euch meine Kollegin Claudia Cifiere berichten. Hallo, herzlich willkommen an der TU Berlin. Mein Name ist Claudia Cifiere und ich bin Studienberaterin. Ich unterstütze Studierende mit Kind dabei, den Spagat zwischen Hörsaal und Kinderzimmer möglichst gut hinzubekommen. In meinen Beratungsgesprächen geht es häufig darum, die Rahmenbedingungen des Studiums anzupassen an die individuelle Lebenssituation. Und Themen in unseren Gesprächen sind dann häufig Fragen wie: Wäre ein Teilzeitstudium oder ein Urlaubssemester hilfreich für mich? Wo bekomme ich finanzielle Unterstützung? Was kann ich machen, wenn ich eine bestimmte Studienleistung, zum Beispiel im Labor aufgrund von Schwangerschaft oder Stillzeit, nicht so erbringen kann, wie das eigentlich vorgesehen ist? Was mache ich, wenn die Klausur ansteht und mein Kind ist krank und ich muss es betreuen? Oder aber der Termin der Hausaufgabe rückt immer näher und die Kita hat zu. Häufig hilft in solchen Situationen ein Antrag auf Nachteilsausgleich dabei, die dringend benötigte Flexibilität im Studium herzustellen. In den Gesprächen geht es manchmal aber auch um ganz praktische Fragen, wie zum Beispiel: Hat die TU einen Spielplatz auf ihrem Gelände? Gibt es in der Mensa Hochstühle oder wo kann ich mein Kind wickeln? Schreibt dazu einfach an die allgemeine Adresse der Studienberatung der TU und dann können wir euer Problem entweder per E-Mail oder gerne auch in einem persönlichen Gespräch klären. Gemeinsam mit dem Team vom Familienbüro der TU bieten wir einmal im Semester eine Infoveranstaltung für studierende Eltern und solche, die demnächst mit Kind studieren werden, an. In dieser Infoveranstaltung ist auch eine Kollegin von der Sozialberatung des Studierendenwerks anwesend. Aber die Hauptsache ist, dass Studierende mit Kind sich untereinander vernetzen können, ihre Erfahrungen austauschen können, sich gegenseitig Tipps geben können. Denn Studieren an sich kann ja schon herausfordernd sein und Studieren mit Kind ist natürlich noch herausfordernder. Aber gemeinsam lässt es sich auf jeden Fall besser lösen als alleine. Die nächste Infoveranstaltung wird sein am 12. November, leider nur digital. Ihr findet die Einwahldaten unter Studienberatung at Home auf der Website der Allgemeinen Studienberatung.
Wir würden uns freuen, möglichst viele von euch da zu sehen, wenn auch leider nur digital. Wir, das sind Paul Krege vom Familienbüro der TU und ich. Und was das Familienbüro außerdem noch für euch zu bieten hat, wird Paul euch gleich erklären. Ja, und wir bleiben auch gleich bei den Kindern. Neben unseren Eltern-Kind-Zimmern, die zum Lernen, Arbeiten, aber auch zum Spielen einladen, halten wir für euch unsere Spieleboxen bereit, die ihr euch bei uns ausleihen könnt. Wenn bei euch beispielsweise Nachwuchs anstehen sollte, dann begrüßen wir unsere neuen TU-Kinder mit Infopaketen und nützlichen Willkommensgeschenken, die darin enthalten sind. Außerdem könnt ihr über das Familienbüro bei Betreuungsengpässen eine flexible Kinderbetreuung buchen zu sehr günstigen Konditionen. Wir informieren euch auch über preiswerte Ferienangebote für eure Schulkinder. Wenn ihr an all diesen Themen Interesse habt, dann nehmt am besten Kontakt mit uns auf, abonniert unseren Newsletter oder folgt uns auf Instagram oder Facebook. Aber das Thema Familie bezieht sich ja nicht immer nur zwangsläufig auf Kinder, sondern es schließt auch Angehörige ein, die pflegebedürftig sind, die beispielsweise sehr viel eurer Zeit und Unterstützung benötigen, sodass euer Studienverlauf erst einmal entschleunigt werden muss. Wenn du also Pflegeverantwortung trägst, dann ist auch das ein Thema für eine Beratung bei uns. Denn auch in dieser Situation gibt es die Möglichkeit eines Nachteilsausgleichs, beispielsweise in Form einer Fristverlängerung für die Abgabe von Hausarbeiten zu beantragen oder ganz einfach das BAföG länger zu beantragen. Wenn du jetzt gar nicht so sicher bist, ob das alles auf dich zutrifft, dann lass dich einfach bei uns beraten, ruf uns an, schreib uns eine E-Mail oder, wie vorhin schon genannt, kontaktiere uns einfach über Instagram oder Facebook. So, und jetzt wünschen meine KollegInnen und ich euch einen tollen Start ins neue Semester und bitte nicht vergessen, wir sind jederzeit ansprechbar für Informationen und Beratung zu den Möglichkeiten, die schon längst existieren, aber auch zu denen, die vielleicht noch geschaffen werden müssen, um euch einen guten Studienstart und ein gutes Studium zu ermöglichen. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.